Angelfreunde, es ist jetzt Ende September und wir sind hier nördlich der Lofoten im kleinen Fischerdorf Vinje-Schön. Wir angeln hier die nächsten 2 Wochen und hoffen wieder große Fische fangen zu können. Ich wünsche euch nun im Namen meines gesamten Teams viel Vergnügen bei unserem Video. Eigentlich sollte unser Angelabenteuer Norwegen mit dem Flug von Salzburg nach Frankfurt seinen Anfang finden. Doch kurz bevor wir in das Flugzeug einsteigen wollten, wurde der Flug wegen zu starken Nebels in Frankfurt annulliert. Damit begann unsere Reise mit großen Problemen genau so, wie die letztjährige aufgehört hatte. Nun mussten wir unser gesamtes, bereits aufgegebenes Gepäck wieder abholen und zum Salzburger Bahnhof bringen, da Frankfurt für uns nur mehr mit dem Zug zu erreichen war. Mit dem vielen Gepäck war diese Aufgabe gar nicht so einfach zu bewältigen, wurde aber letztendlich mit Hilfe von 2 Taxilenkern gelöst. Wir ließen uns die gute Laune aber nicht verderben, ganz nach dem Motto: lächelt und seid froh, denn es hätte schlimmer kommen können. Und wir lächelten und wir waren froh und es kam schlimmer. In München mussten wir umsteigen und hatten dabei die Mammutaufgabe, unser gesamtes Gepäck durch den Bahnhof zu schleppen, da der Anschlusszug nach Frankfurt am anderen Ende losfuhr. Durch die Zugfahrt war unser Anschlussflug nach Evenes natürlich nicht mehr zu erreichen. Deshalb buchte uns die Fluggesellschaft kostenlos auf andere Flüge um, die aber erst am nächsten Tag waren. Die Folge war, dass wir in Frankfurt eine unplanmäßige Übernachtung absolvieren mussten. Zumindest bekam jeder von uns ein Einzelzimmer, in dem wir uns gut von den Strapazen des ersten Tages erholen konnten. Am nächsten Morgen brachte uns nach dem Frühstück ein Shuttlebus zurück zum Frankfurter Flughafen. Da das Gepäck für den Flug nach Oslo bereits gestern eingecheckt wurde, mussten wir damit keine Zeit mehr vergeuden. Mit einem Tag Verspätung waren wir dann endlich froh, im Flugzeug nach Oslo zu sitzen. Auf den Direktflug nach Evenes mussten wir allerdings verzichten. Gegen 13 Uhr wurde Oslo erreicht, wo wir unser gesamtes Gepäck abholen mussten, um es für den Weiterflug nach Evenes neu einzuchecken. 2 Stunden später befanden wir uns endlich im Flugzeug nach Evenes Harstad. In Evenes wartete bereits der Shuttlebus, der uns in einer knapp 4-stündigen Fahrt nach Vinje-Schön brachte. Ja, jetzt lachen wir wieder. Ja. Während der Fahrt hielten wir bei einem Supermarkt an, wo wir die nötigsten Lebensmittel für die kommenden Tage einkaufen konnten. Danach warfen wir noch einen Blick auf diese blau beleuchtete Brücke, ehe die Fahrt fortgesetzt wurde. Gegen 21 Uhr wurde das Angelcamp in Vinje-Schön erreicht. Wir hatten 2 dieser gleich ausgestatteten 60 Quadratmeter großen Apartments gebucht, die ich euch nun etwas näher vorstellen möchte. Nach dem Eingangsbereich mit einer Garderobe befindet sich der Aufenthaltsbereich mit angeschlossener Küche. Diese verfügt über einen E-Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle
und einen kleinen Kühlschrank mit Gefrierabteil. Weiters gibt es 3 kleine Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten. Weiters gibt es noch ein Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Am nächsten Morgen begrüßte uns die Fahne unserer österreichischen Nachbarn, die bereits vor 3 Tagen in Vinjes-Schön angekommen waren. Bevor es mit dem Angeln aber losgeht, möchte ich wie gewohnt unsere Gruppe erst einmal vorstellen. Und natürlich gibt es mit unserer Stammgruppe auch wieder den Wettbewerb um den schwersten Fisch, wo das Siegerboot von den anderen diesmal zum Essen eingeladen wird. Da Vinjes-Schön auch für uns ein völlig neues Gebiet ist, haben wir uns bereits im Vorfeld mittels Seekarte informiert und uns die interessantesten Spots herausgesucht. Westlich am offenen Meer gibt es zahlreiche Untiefen, die förmlich nach Dorsch, Pollack und Seelack schreien. In dem riesigen Sandplateau gibt es auch viele Rinnen, in denen sich der Heilbutt pudelwohl fühlen sollte. Auch im etwas windgeschützteren Bereich vor den beiden Inseln Gaukverøya und Litløya sollte sich ein Versuch auf Heilbutt lohnen. Südlich befindet sich ein extrem interessantes Plateau, das rundherum von tieferem Wasser umspült wird. Noch weiter südlich gibt es ein interessantes Scherengebiet, in dem viele Fischarten zu Hause sein sollten. Und südöstlich der Anlage gibt es noch das Plateau Djupskallen, das man auch nicht außer Acht lassen sollte. Nun war es aber genug mit den Vorbereitungen und los ging es mit dem Angeln. Wir setzen jetzt über und fahren zwischen der benachbarten Inseln durch. Ein paar Landschaftseindrücke. Gerald, Sepp und Christian fuhren nach der Bootsübergabe durch den Campmanager Michael um 10:30 Uhr los. Die 3 wollten zwischen den beiden Inseln Gaukverøya und Litløya auf das offene Meer hinausfahren. Sie hatten dabei die letzten Untiefen vor der Tiefsee im Auge. Obwohl heute fast kein Wind ging, war das Meer wegen der stürmischen letzten Tage immer noch sehr aufgewühlt und Wellen bis zu 3 Meter verhinderten dieses Vorhaben. Sie wurden nun gezwungen, in der Nähe der Inseln zu bleiben und versuchten in den sandigen Rinnen einen Heilbutt an den Haken zu bekommen. Wir fischen nun circa eine halbe Stunde vor unseren großen beiden Inseln. Sepp konnte einen kleinen Dorsch erwischen mit ca. 2-3 Kilo und 4 seiner Lieblingsfische, Lumps.
Die Möwen haben sich auch nicht darüber gefreut. Ein Dorsch vielleicht. Nächster kleinerer Dorsch vermutlich. In Wassertiefen um die 50 Meter. Und Nummer 5. Nummer 5 in Serie. Grundsätzlich traumhafte Bedingungen. Mäßiger Wind, jedoch von der aufgewühlten See. Mit der haben wir noch zu kämpfen. Am Video kann man das leider nicht erkennen, aber wir hatten am Anfang ca. 2 bis 3 Meter hohe Dünungswellen. Nicht gerade angenehm zu fischen. Unglaublich, welche Zielstrebigkeit unser Sepp hier an Bord legt. Klump Nummer 6. Christian ist auch wieder zu uns beigestoßen und er zieht sein Kutschenblei hoch und hat dann ohne einen Fisch. Obwohl Gerald, Sepp und Christian alles versuchten, einen Heilbutt zu überlisten, wurden die 3 großteils nur von einigen Lumps geärgert. Ganz vereinzelt gingen auch Küchendorsche an den Haken. Da können wir hin. Da, Sepp, kurz bevor er seinen Dorsch. Mini-Dorsch an. Kage, ja. Mein Fisch ist weg. Super krass. Als Norbert, Ger und ich um 11 Uhr losfuhren, wollten wir eigentlich auch auf das offene Meer hinausfahren. Als uns Gerald aber telefonisch mitteilte, dass dieses Vorhaben wegen der hohen Wellen keinen Sinn machte, fuhren wir stattdessen zum südlichen Ende der Insel Litloja. Da aber auch dort die Wellen, um vernünftig angeln zu können, viel zu hoch waren, drehten wir um und fuhren in östliche Richtung zum Plateau Grunzkallen. Dort war sehr viel Futterfisch vorhanden und die ersten Bisse ließen auch nicht lange auf sich warten. Da kommt er. Dorsch, ja. Schöner Dorsch. Schöner Dorsch. Aber schau. Ja. 4, 5 Kilo. Dorsch um die 4,5 bis 5 Kilo. Den werden wir heute Abend verspeisen. Erster Fisch unseres diesjährigen Trips. Ich hoffe, sie werden größer. Diese Hoffnung erfüllte sich an diesem Tag leider nicht und auch Gers erster Fang war nicht sein Zielfisch. Ja. Gottes Willen. War Fehler mit Fisch. Ja, Unser absoluter Lupenspezialist auf unserem Boot. Gratuliere Gertschi. Wir geben nicht auf und schauen, was der Nachmittag noch bringen wird. Am Nachmittag beruhigte sich das Meer immer mehr und machte das Angeln zu einem wahren Vergnügen. Leider spielten die Fische aber nicht so recht mit und es konnten nur ganz vereinzelt einige Küchendorsche gefangen werden.
Dorsch um die 3 Kilo. Aber wegen dieser Fische sind wir nicht da. Wir hoffen noch in den nächsten 12 verbleibenden Tagen wesentlich größere Exemplare erbeuten zu können. Kurze Zeit später gelang es auch Norbert, einen Dorsch ähnlicher Größe zu überlisten. Dorsch um die 5 bis 6 Kilo. Wir fangen in einer Wassertiefe um die 70 Meter. Fast gleichzeitig konnte auch Gehr diesen Dorsch um die 3,5 Kilo fangen. Nach 4 Stunden des Fischens vor diesen beiden Inseln, also offenes Meer, hat der Wind aufgefrischt und wir haben uns entschlossen zurückzufahren hinter diese beiden Inseln, wo die See doch etwas ruhiger ist. Fischausfang bis jetzt ein Küchendorsch und ein größerer Seelachs mit 3-4 Kilo. Perfekt fürs Abendessen. Da der Wind am offenen Meer immer mehr auffrischte, war Geralds Boot gegen 15 Uhr wieder hinter die Inseln zurückgefahren. Der Ausfang an diesem Tag war doch mehr als enttäuschend, aber zumindest konnten wir beim Angeln einen herrlichen Sonnenuntergang bewundern. Um 18:30 Uhr fuhren wir mit beiden Booten wieder nach Hause. Am nächsten Morgen lachte die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel. Doch Windgeschwindigkeiten zwischen 30 und 40 Kilometer pro Stunde machten ein Angeln vorerst unmöglich. Da wir nichts Besseres zu tun hatten, entschlossen wir uns kurzfristig, den ca. 500 Meter entfernten Supermarkt neuerlich einen Besuch abzustatten. Zu Fuß ist dieser Sparmarkt in 7 Minuten zu erreichen und verfügt über eine unglaublich große Auswahl an Lebensmitteln. Hier bekommt man wirklich alles, was man zum Leben in Norwegen so braucht. Danach machte uns Sepp einige Palatschinken auf Vorrat, die wir als Nachspeise für die nächsten Tage zubereiten konnten. Wir ließen uns diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen, um einige davon sofort zu probieren. Aber heute erst bin ich zurückgekommen, aber heute haben wir 2 Hecken. Ja. Um 14:15 Uhr ließ der Wind dann endlich etwas nach und wir entschlossen uns, es mit dem Angeln zu versuchen. Im geschützten Hafenbereich war das Meer sehr ruhig, doch weiter draußen wurden die Wellen immer höher. Wir angelten dort, wo wir gestern aufgehört hatten, nämlich am südlichen Plateau Grunskallen. Die Wellen waren zwar immer noch recht hoch, doch das Angeln war bei einer Drift um die 2 km/h möglich. Es ist jetzt 4:30 geworden.
Wind ist fast eingeschlafen. Traumhafte Bedingungen zu fischen, abgesehen von der doch noch starken Dünung. Gefischt wird in Tiefen zwischen 50 und 100 Meter. Momentan liegen wir bei 110. Wir versuchen es mal auf 120, 130. Momentan die Drift das zulässt. Jetzt doch noch ein Biss bei Gerald und auch bei Christian. Wo ist der Dorsch? Kleiner Dorsch ist es, ja? Kleiner Dorsch. Kleiner Dorsch. Kann man nicht sagen. Ja, Petri. Ja, der erste Dorsch für mich. Ah ja, Wahnsinn. Sagt der Christian. Ist auch nichts Großes. Auch nichts Großes. Okay. Schauen wir mal. Ah, da kommt er. Ein Botzen Seelachs. Nein. Obwohl wir am Grundskallen mitten in den kleinen Seelachsschwärmen standen, ließen sich die großen Räuber auch heute nicht blicken. Am Ende mussten wir froh sein, wenigstens 3 kleinere Küchendorsche gefangen zu haben. Nach einem traumhaften Sonnenuntergang stellten wir das Fischen ein und fuhren um 18:30 Uhr wieder nach Hause. Am nächsten Morgen ging es ganz früh aus den Federn, weil gegen Mittag wieder Starkwind vorhergesagt wurde. Wir fuhren um 7:15 Uhr mit beiden Booten los. Norbert, Gehr und ich angelten erneut am Plateau Grundskallen. Sofort ein Biss bei Gerd, vermutet einen Küchendorsch. Und tatsächlich konnte ein Dorsch dem verführerischen Pilker von Gehr nicht widerstehen. Dorsch um die 3 Kilo. Aber wegen dieser Fische sind wir nicht hier. Viel früher als vorhergesagt, nämlich schon gegen 10 Uhr, frischte der Wind stark auf, weswegen wir uns mit den Wellen Richtung Heimat treiben ließen. Bei einer Drift um die 3 km/h machte das aber wenig Sinn, weswegen wir um 10:45 Uhr wieder nach Hause fuhren. Geralds Boot hatte an diesem Tag einen anderen Plan und war bereits am Morgen zum südöstlichen Plateau Diopskallen gefahren. Nach circa einer Stunde Ausfahrt sind wir südöstlich unserer Unterlage Richtung Diopskallen gefahren und versuchen jetzt die Tiefen zwischen 30 und 100 Metern auf Dorsch zu angeln. Erster Fisch von Sepp am Diopskallen. Und es ist ein Lumpi. Wieder mal. Auch hier die Lumpen. Boah, kleiner Lumpen ist ein schlechter, ja. Ja, das war was für ein Gertschi, der hat sich gefreut. Der Scheiner. Es ist jetzt 11 Uhr geworden. Der Wind hat deutlich aufgefrischt. Auch hier im Innenbereich langgezogene Wellen. Ja, Lumpen. Braucht einen Lumpen. Montage mit Wechsel auf Lumpenmontage. So wie es ausschaut, fangen wir nur Lumpen. Ein Blick in die Fischkiste. In ihrer Verzweiflung behielten Gerald, Sepp und Christian jetzt auch schon die Lumpen, um überhaupt etwas Fisch mit nach Hause bringen zu können.
Als aber auch am Djupskallen der Wind gegen 11 Uhr zu stark wurde, fuhren die drei ebenfalls nach Hause. Am Nachmittag gab es den ersten kulinarischen Höhepunkt dieser Reise. Sepp bereitete seinen Schweinebraten mit Semmelknödel und Sauerkraut zu. Freitag, 3. Oktober, Ausfahrt um 13:40 Uhr. Wir hoffen, dass sich der Wind gelegt hat und wir vor den beiden vorgelagerten Inseln fischen können. Da es am Vormittag noch stürmte und regnete, konnte erst am Nachmittag geangelt werden. Wir nutzten ein Windfenster, um erstmals zu den letzten Untiefen vor dem offenen Meer zu fahren. Wir fischten rund um das Plateau Kraskallen und hofften dort, endlich die ersten Großfische fangen zu können. Obwohl an diesem Nachmittag überhaupt kein Wind mehr ging, waren die Wellen wegen der letzten stürmischen Tage doch noch extrem hoch. Das machte das Angeln zu einer echten Herausforderung. So, jetzt bereits beim ersten hinunterlassen, sofort ein Biss hier am offenen Meer. Auch Gummifisch. Doch unsere Ausfahrt wurde belohnt und ich hatte schon beim ersten Hinunterlassen einen mächtigen Einschlag in meiner Route. Das muss ein Heilbutt sein. Ich bringe einen nicht weg. Du wolltest den nicht. Stefan, hey. Ja, jetzt bringe ich ihn ein bisschen nach oben. Warte. Hey! Genau wegen solchen Drills sind wir hier in Nordnorwegen. Ich tippe jetzt eher auf einen Großdorsch, weil die typische Heilbuttflucht, die fehlt noch. Großdorsch! Schau das Kamera. Endlich war der Bahn gebrochen und der erste Großfisch zeigte sich an der Wasseroberfläche. Ja, schießt ein Oh, ah! Bravo! Endlich ein Fisch! So, Dorsch. Dorsch um die 18 Kilo. Schwierig zu messen hier bei diesem Wellengang. Super Drill. Endlich unser erster großer Fisch. Der Dorsch brachte ausgeblutet 19 Kilo auf die Waage und dürfte damit um die 20 Kilo Lebendgewicht gehabt haben. Sofort zurückgefahren und gleich wieder ein bisschen mal bei Gea. Als mein Fisch versorgt war, fuhren wir eine neue Drift und diesmal hatte sofort Gea einen Großdorsch am Haken.
Ganz oben bei dir ist es wieder. Leider ging dieser Fisch im Drill verloren, aber es dürfte sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Dorsch jenseits der 10 Kilo Marke gehandelt haben. Wir sind um 14:15 Uhr angekommen am Graskallen. Erster Auswurf, erster Biss. Bei euch zwei, oder was? Ja, Auch auf Geralds Boot konnte unmittelbar nach der Ankunft am Graskallen gleich gefangen werden. Zwei, drei. ja Riesenrelax. Ach so, Maria. Ah, Gelektor. Ma! Komm hin. Christian, Nein. 3 Seelachse mit ca. 35 cm. Und gleichzeitig Stangenbruch. Ja, so ein fetzen Seelachs. Seelachse. Die Tiefen um die 100 Meter nach 3-mal Aufklatschen des Bergmannfilters ist etwas, ich vermute, Größeres eingestiegen. Borsch, vermute ich. Und was ist? Der war es auch. Das darf nicht wahr sein. Auch hier die Lumpen. Na, Wahnsinn. Auch hier die Lumpen. Gummifisch. Auf ein Totködersystem nicht, nix. Gummifisch. Aber nicht sein, dass die jetzt nur auf Gummifisch gehen. Dass auf Geralds Boot aber nicht nur Lumpen gefangen wurden, bewies der Fang des nächsten Fisches. Kein Riese, aber ja, Petri. Petri, Dank. So, nach längerer Sendepause jetzt wieder ein großer Dorsch wahrscheinlich. In der Zwischenzeit hatten wir 2 weitere Großfische im Drill verloren, ehe der nächste sicher gehakt werden konnte. Dorsch um die 12 Kilo. Dieser Fisch brachte zu Hause 14 Kilo auf die Waage und war ebenfalls ein Prachtexemplar seiner Gattung. Da macht das Angeln Spaß mit solchen Fischen. Traumhafte Bedingungen, jetzt Sonnenschein, Wellen etwas hoch, aber passt gut so. So haben wir uns Norwegen vorgestellt. Angeln bei tollem Wetter und grandiosen Natureindrücken. Leider konnten wir das an diesem Nachmittag nur 4 Stunden genießen, bevor wir wieder die Heimreise antreten mussten. Es konnten 5 Lumps und ein Dorsch gefangen werden. Also ein sehr mäßiger Ausfang. Obwohl fast windstill, haben wir trotzdem eine gewaltige Dünung. Der Dorsch und die Lumpenkiste. Bei Norbert, Gehr und mir war die Fangausbeute zum Glück um einiges besser und wir waren uns alle sicher, dass wir hier am offenen Meer noch einige Großfische fangen würden. Um 18:30 Uhr beendeten wir das Angeln und fuhren zurück zur Unterkunft. Nächsten Morgen wehte uns der Wind zwischen 35 und 50 km/h entgegen. Da ein Angeln bei solchen Bedingungen keinen Sinn machte, nützten wir das schöne Wetter, um eine kleine Wanderung zum 467 Meter hohen Vetten zu unternehmen. Dabei konnten wir die herrliche Landschaft Norwegens bewundern.
Von hier oben hatte man wirklich einen grandiosen Ausblick und man konnte in der Ferne sogar unser Angelcamp erkennen. Nachdem wir uns am Fetten zu Mittag mit einer mitgebrachten Jause gestärkt hatten, wanderten wir wieder zurück. Dabei nutzten wir eine Abkürzung über eine Langlaufloipe, die im Winter sogar beleuchtet wird. Wir entdeckten auch eine Frisbee-Golfanlage, die nicht weit vom Angelcamp entfernt ist. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht gewusst habe, dass es so etwas gibt. Aber bei Schlechtwetter wäre das eine mögliche Alternative, um sich die Zeit zu vertreiben. Die Frisbee-Scheibe sollte man sich aber selbst von zu Hause mitnehmen. Ein besonderes Highlight ist der Man from the Sea, den ich mir am Nachmittag etwas näher anschaute. Diese Skulptur befindet sich in unmittelbarer Nähe des Angelcamps und ist zu Fuß in weniger als 5 Minuten zu erreichen. Hier an der Küste scheint die mächtige Figur aus dem Meer gestiegen zu sein und wacht seither über das Nordmeer. Die imposante Skulptur Man from the Sea, oder wie es auf Norwegisch heißt Mannen fra havet, steht auf einem kleinen Hügel, ist 4,3 Meter hoch und aus Gusseisen. Die geheimnisvolle Gestalt hält einen Obelisken in den Händen, ein Symbol für Licht und Orientierung und eine Opfergabe, so der Künstler Killy Olsen, an seine frühere Wohnstätte, das Meer. Am Abend durften wir noch die prächtigen Farbenspiele eines norwegischen Sonnenuntergangs genießen. Auch am nächsten Tag konnte uns der Man from the Sea nicht helfen, denn der Wind hatte an Stärke sogar noch leicht zugelegt. Zu allem Überfluss waren auch die Prognosen für die kommenden 2 Tage verheerend. Zur Wettervorhersage nützen wir die beiden Apps yr.no und wendy.com. Diese hatten sich in der Vergangenheit als sehr zuverlässig erwiesen. So mancher von uns nutzte die angelfreie Zeit, um seine Ausrüstung wieder auf Vordermann zu bringen. Norbert und Gea konnten das Angeln aber nicht lassen und versuchten vom Ufer aus einige Schollen zu überlisten. Ho, ho, ho! Trotz der bereits vorweihnachtlichen Stimmung wurde dieser Angelversuch nicht von einem Erfolg gekrönt. Zumindest kulinarisch verwöhnten wir uns heute wieder, denn wir machten uns Gulasch mit Semmelknödel und gemischtem Salat. Den Abend ließen wir bei einem Brettspiel Risiko gemütlich ausklingen. Am nächsten Tag sind wir um 7 Uhr aufgestanden, um uns selbst ein Bild von der Wetterlage machen zu können. Da der Südwind nicht so stark war wie vorhergesagt, entschlossen wir uns kurzfristig, es doch mit dem Angeln zu versuchen. Um 8 Uhr starteten wir mit beiden Booten. Norbert, Gea und ich fuhren vor die südöstliche Insel Hazeloja und hofften dort, vor dem immer noch sehr starken Südwind halbwegs geschützt zu sein. Laut einem heimischen Berufsfischer sollen sich dort in Tiefen zwischen 150 und 200 Meter große Garnelenpopulationen befinden, zu denen immer wieder große Dorsche auf Besuch kommen. Nach einer 45-minütigen Überfahrt wurde die Insel erreicht.
Wir ließen uns dort fächerförmig immer wieder in tieferes Wasser treiben. Der Wind spielte vorerst noch mit und ein Angeln war gut möglich. Trotz unermüdlichem Pilken ließen sich die großen Dorsche aber nicht blicken, weswegen wir gegen Mittag noch zum Diopskallen weiterfuhren. Da dort aber überhaupt kein Futterfisch zu finden war und auch der Wind immer mehr zulegte, begaben wir uns um 13 Uhr wieder auf den Heimweg. Nach einer circa halbstündigen Ausfahrt Richtung Süden, sprich Richtung Lofoten, sind wir an den gegenüberliegenden Schären bei St. Möstalen angekommen und versuchen hier entlang der Kante den Dorsch nachzustellen. Heute trifft auf Bergmann-Pilker. Nun denke ich der erste Kistenfisch. Ja, da unten kommt seines Raum. Geralds Boot fischte an diesem Vormittag im Schärengebiet vor der Insel Hazeloja und konnte dort wenigstens vereinzelt einige Fische fangen. Das war nichts Machtiges, aber der erste Kistendorsch. Hier kann man ganz klar sehen, oben die Fischwärme in Tiefen 50, 60 Meter und darunter einige Sicheln. Hier konnten schon 2 größere Seelachse und ein schöner Kistendorsch gefangen werden. Dann schien Gerald einen etwas größeren Fisch am Haken zu haben. Dieser Kagit, seitlich, schau wie der ausspeit. Ach so, ein geschissener Seelachs. Wahnsinn! Da meinst du, hast dann 6 Kilo Dorsch drauf. Es ist jetzt 11 Uhr geworden. Sepp glaubt, einen Küchendorsch gefangen zu haben. Da kommt er. Da Sepp, Küchendorsch. Gegen Mittag wurde aber auch hier der Wind zu stark, weswegen die 3 um 12:30 Uhr auch nach Hause fahren mussten. Am nächsten Morgen war Land unter und Sturm und Regen schüttelten unser Apartment kräftig durch. Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h blieb uns nichts anderes übrig, als den Großteil des Tages im Haus zu verbringen. Als der Regen gegen 11 Uhr aufhörte, ging ich eine Stunde laufen. Wie alt ist ein roter Thunfisch mit 300 Kilo? 25 Jahre. Falsch. 42 Jahre. Mal ganz falsch. 10 Jahre. Besser. Tasche. 15 Jahre.
Wegen des schlechten Wetters hatten wir Zeit für den nächsten kulinarischen Höhepunkt. Ich machte Ente mit Rotkraut und Semmelknödel. Auch am nächsten Morgen wehte der Wind unvermindert weiter. Da dieser aber über Nacht von Süd auf Südwest gedreht hatte, riskierten Gerald und Sepp eine Ausfahrt. Ger fuhr ebenfalls mit den beiden mit. Die drei fuhren aber nicht allzu weit weg und blieben im Hausfjord. In Tiefen zwischen 30 und 50 Meter wollten sie versuchen, einen Heilbutt an den Haken zu bekommen. Zufällig wurde dann aber ein Heringsschwarm entdeckt, in dem die Dorsche und Seelachse hineinräuberten. Hier kurz vor den großen beiden Inseln haben wir eine Fischwolke entdeckt und darunter tummeln sich kleine Dorsche und mittlere Seelachse. Es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Fische am Haken hingen. Ich habe einen Verdacht, aber war Wahnsinn, was wirklich so war. So eine Litzen, 10 Meter. Oder nein, ist ein Dorsch. Ich glaube, ein Dorsch. Nein, Seelachs, Kagit. Einen großen Seelachs, Kagit. Ah, Tage. Kagit habe ich. Ah, das ist klar. Kagit, schade. Habe was anderes vermutet. Auch ein Wal stattete dem Heringsschwarm einen Besuch ab. Hier kann man ganz klar die Heringwolke sehen. Allerdings schon wesentlich kleiner als vorhin. Hat extrem aufgefrischt. Runtergelassen auf Grund, wieder aufverbilden und schon wieder reingebracht. Den Meter noch. Ah, da kommt er schon. Nächster Seelachs. Sehr schön. Schöne Seelachs. Warte, machen wir ein Foto. Seelachs bei Gerald. Rechtzeitig Da schau, kommt nächsten. bei sie Dorsch mal. Nein, Kagit halt. auch einer. Die Fische bissen jetzt sehr gut und zeitweise gab es sogar Doppeldrills am Boot. Als der Wind gegen Mittag immer mehr zulegte und es auch zu regnen begann, fuhren die drei nach 3,5 Stunden Angeln wieder nach Hause. Der Angelversuch hatte sich aber ausgezahlt, denn Gerald, Sepp und Ger konnten in 3,5 Stunden ihre Fischkiste mit Küchendorschen und Seelachsen befüllen. Versorgt wurden die Fische dann wieder gemeinsam und jeder von uns übernahm beim Filetieren einen Arbeitsvorgang. Am Nachmittag wurde das Wetter dann wieder etwas besser.
Heute ist Mittwoch, der 8. Oktober und wir sind hier seit rund 10 Tagen im kleinen Fischerdorf Vignes-Schön nördlich der Lofoten. Das Wetter könnte eigentlich nicht recht viel schlechter sein, denn wir konnten bisher keinen einzigen ganzen Tag angeln und geschweige denn aufs offene Meer hinaus. Da wir auch immer wieder Zuschriften bekommen, mit welchem Tackle wir fischen, mit welchen Rollen, mit welchen Stangen, möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, euch unser Fishing Equipment etwas näher vorzustellen. Was braucht ihr in Norwegen, bzw. was brauchen wir in Norwegen? Was nehmen wir mit welchen Ködern fischen wir, mit welchen Pilkern? Das möchte ich euch jetzt kurz näher bringen. Jeder von uns nimmt 3 Angelrouten mit nach Norwegen, um für die verschiedensten Zielfische gut gewappnet zu sein. Für das leichte Pilken und zum Köderfischfang verwenden wir Routen bis zu einem Wurfgewicht von maximal 70 bis 100 Gramm, die mit einer Stationärrolle ausgestattet sind. Für das schwere Pilken und das Angeln mit Naturködern werden Routen mit einem Wurfgewicht von 100 bis 400 Gramm oder 20 Pfund verwendet. Ich fische dabei nur mehr mit Multirollen und habe bei einer sogar eine digitale Tiefenanzeige dabei, die ich nicht mehr vermissen möchte. Einige von uns angeln aber auch bei schweren Pilkern mit einer Stationärrolle und kommen damit sehr gut zurecht. Wir verwenden sowohl Inliner als auch normale Routen. Wir montieren auch immer eine Gummiperle vor dem Wirbel, um die Routenspitze nicht zu beschädigen. Bei den Pilkern ist von 30 bis 500 Gramm bei uns alles dabei. Speziell in größeren Tiefen ab 50 Meter und bei windigen Verhältnissen wird nur mehr mit Pilkern zwischen 300 und 500 Gramm geangelt. Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel und letztendlich sollte jeder mit dem Equipment fischen, von dem er auch überzeugt ist. Bei den Gummifischen angelt bekanntlich auch das Auge mit und hier gilt bei den Gewichten das gleiche wie bei den Pilkern. Wir experimentieren aber immer wieder mit den Farben, weil wir es schon erlebt haben, dass die Fische nur auf eine ganz bestimmte Farbe stehen. Da außer uns alle anderen Angelgruppen bereits abgereist waren, begann der Campmanager Michael am Nachmittag damit, einige Boote aus dem Wasser zu holen. Wir hofften, dass der Man from the Sea ein Einsehen mit uns hatte und die kommenden Tage für besseres Wetter sorgen würde. Auch wenn es bei diesen Bildern kaum zu glauben ist, der Wind hatte sich über Nacht leider nicht gelegt. Im geschützten Hafenbereich war das Meer zwar total ruhig, doch außerhalb davon tobten Wind und Wellen. Geralds Boot riskierte trotz des starken Windes eine Ausfahrt. 9. Oktober, 8:30 Uhr. Gerald, Gertsche und ich fahren wieder raus. Vielleicht erwischen wir heute noch mal so eine Kiste voll Schellfisch, Dorsch. Gestern haben wir eigentlich ganz gut gefangen. Als die 3 dann draußen ankamen, mussten auch sie einsehen, dass das Angeln bei diesem Wind einfach keinen Sinn hatte.
Einmal mehr war an diesem Tag Wohnen angesagt. Ich möchte die Gelegenheit aber jetzt nutzen und euch das Angelcamp in Vignes-Schön etwas näher vorstellen. Das Camp verfügt über 2 Haupthäuser, in denen insgesamt 6 Apartments untergebracht sind. Im ersten Gebäude befindet sich eine 60 Quadratmeter große Wohnung für 4 Personen und eine 55 Quadratmeter große Wohnung für maximal 6 Personen. Beide Apartments sind ähnlich eingerichtet und unterscheiden sich hauptsächlich in der Anzahl ihrer Schlafzimmer. Im zweiten Gebäude befinden sich insgesamt 4 Wohnungen, die alle Platz für bis zu 6 Personen bieten. Die Wohnungen 4, 5 und 6 sind alle 60 Quadratmeter groß und verfügen über 3 Schlafzimmer. Teilweise ist in den Schlafzimmern auch ein Stockbett vorhanden. Im unteren Bereich dieses Hauses befindet sich die Wohnung Nummer 7, die mit 75 Quadratmeter etwas größer ist als die anderen. Ebenfalls im unteren Bereich befindet sich ein großer beheizter Trockenraum, in dem genügend Platz für die nasse Kleidung ist. Im Servicegebäude der Anlage befindet sich für jedes Apartment eine eigene Kühltruhe. Hier befindet sich auch der große Filetierraum mit fließendem Wasser, der fast keine Wünsche offen lässt.
werfen wir noch einen Blick auf die Bootsflotte der Anlage. Insgesamt stehen den Gästen 3 verschiedene Bootstypen zur Auswahl. Es gibt mehrere 19 Fuß offene Quernoboote, die von einem 60 PS starken Motor angetrieben werden. Weiters gibt es noch mehrere 23 Fuß große Aluboote, die von einem 130 PS starken Motor angetrieben werden und zusätzlich noch überdacht sind. Dann gibt es auch noch einige kleinere 18 Fuß Boote, die mit 40 bis 50 PS motorisiert sind. Echolot und GPS-Kartenplotter sind natürlich auf allen Booten vorhanden. Da die Wetter- und Windvorhersage für den nächsten Tag hervorragend waren, sind wir schon um 6 Uhr aufgestanden. Ein dunkles Grollen in der Ferne bedeutete aber nichts Gutes. Durch den Sturm der letzten Tage wurden riesige Wellen an die Küste gedrückt. Da ein Angeln bei solchen Bedingungen viel zu gefährlich gewesen wäre, stand einmal mehr vorerst Wohnen auf dem Programm. Um 9:30 Uhr wagte Geralds Boot dann aber doch einen Angelversuch. Genau zu dem Zeitpunkt, als die 3 den geschützten Scherenbereich verlassen wollten, begannen sich die Wellen wieder aufzubauen. Ähnlich wie eine Maus vor der Schlange standen Gerald, Sepp und Christian nun vor brechenden Wellen, die ihr Boot problemlos zum Kentern bringen konnten. Ehrlich gesagt hatte ich beim Filmen wirklich Angst, dass die nächste Welle sie verschlucken könnte. Bei diesen Bildern hatten wir ein flaues Gefühl im Magen und wir machten uns große Sorgen um unsere 3 Freunde. Zum Glück beruhigten sich die Wellen aber wieder und Gerald, Sepp und Christian konnten den Scherenbereich sicher verlassen. Angesichts dieser Bilder ist das auch für uns bis heute kaum zu glauben. Im Laufe des Vormittags beruhigte sich das Meer zumindest vor den beiden großen Inseln immer mehr, weswegen Norbert, Gehr und ich um 11 Uhr auch zum Angeln rausfuhren. Wir fischen uns circa eine Stunde lang vor Ausgang zum offenen Meer und lassen uns in den Scheren treiben. Mittlerweile konnten wir schon einige schöne Dorsche bzw. Seelachse fangen. Und das Echolot zeigt momentan Köderfisch in rauen Massen. Es ist jetzt 13 Uhr geworden. Wir haben ca. 5 Dorsche dieser Größenordnung und Seelachse bis zu 5 Kilo, insgesamt ca. 15 Stück. Eine Ausfahrt ganz vor die Scheren ist nicht zu denken, da die Dünung ca. 5 Meter hat und es zu gefährlich wäre. Ganz vereinzelt waren auch größere Fische dabei, wie der nächste Fang von Gerald beweist. Das ist mal ein Seelachs, ha? Seelachs wahrscheinlich. Da hat der einen Hering verfangen. Hering verhofft, ja. Schöner Seelachs. Ettre. Den muss ich erst rauskriegen.
Ah, bravo. Ja, bitte, schöner Seelachs. Seelachs auf Hering. Nachdem ich meinen Seelachs versorgt habe, hat Sepp wieder angeschlagen. Auch wieder Seelachs. Ja, eine Nummer kleiner, aber trotzdem. Immerhin. Für die Innerhalb des Scherengebietes lässt sich doch was tun. Geralds Boot stand mitten in einem Köderfischschwarm und konnte immer wieder halbstarke Dorsche und Seelachse fangen. Norbert, Gehr und ich angelten am südlichen Ende des Fjords, wo sich aber kaum Fische blicken ließen. Gehr strahlte hier über sein ganzes Gesicht, weil er endlich seinen geliebten Schellfisch in den Händen halten konnte. Immer wieder zogen große Makrellenschwärme unter unserem Boot hindurch, die an der Angel auch großen Spaß machen können. Braucht mehr als jeder. Während Geralds Boot um 15:15 Uhr wieder nach Hause fuhr, ließen wir uns mit dem Westwind noch quer über den Fjord treiben, bevor auch wir um 16:30 Uhr das Angeln einstellten. Auch am nächsten Tag war uns das Wetter wieder gnädig und wir hofften, vielleicht ein letztes Mal am offenen Meer angeln zu können. Um 8:15 Uhr fuhren wir mit beiden Booten los. Die nach wie vor hohen Wellen am offenen Meer ließen aber auch heute nur ein Angeln vor den beiden großen Inseln zu. Wie auch schon gestern zogen wieder viele Makrellenschwärme durch den Fjord und Norbert schnappte sich gleich einige dieser silbernen Torpedos. Aber wo sind schon mehr? Der ganze Schwarm gefangen. Makrelen sind's. 1, 2, 3, 6. Sag mir noch, dann brauchen wir 6. Makrelen sind für uns hervorragende Heilbrutköder und zu diesem Zweck wurden sie heute auch gefangen. Leider ließen sich aber außer den Makrelen keine anderen Fische mehr blicken, weshalb Geralds Boot bereits um 11:30 Uhr frustriert nach Hause fuhr. Norbert, Gehr und ich angelten noch bis 14:30 Uhr weiter, ehe wir ebenfalls zurück zum Angelcamp fuhren. Damit blieb uns noch genügend Zeit, um unsere Angelsachen packen zu können. Zumindest einmal konnten wir für 3,5 Stunden am offenen Meer angeln, wo ich diesen 20 Kilo Dorsch fangen konnte. Damit sicherten sich Norbert, Gehr und ich nach 2021 und 2023 zum dritten Mal in Serie den Pokal für den schwersten Fisch. Dafür werden wir von Gerald, Sepp und Christian zu Hause zu einem Essen eingeladen. Viel zu schnell ist unser Angelurlaub wieder einmal vergangen. Wegen des schlechten Wetters konnten wir die Möglichkeiten, die dieses Angelgebiet wohl bietet, nicht wirklich austesten. Besonders das Angeln westlich am offenen Meer war wegen des starken Windes nur ein einziges Mal für knapp 4 Stunden möglich. Deshalb konnte jeder von uns auch nur 10 Kilo Filet mit nach Hause nehmen. Da wir von diesem Fischgebiet aber überzeugt sind, werden wir im nächsten Jahr zurückkommen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2026 und hoffen,
dass auch ihr wieder mit dabei seid. Danke fürs Zusehen, bleibt gesund und alles Gute.